Kenia, ein Land des brutalen Überlebenskampfes, in dem Paviane sich nicht vor Löwen, den Königen der Savanne, verneigen. Reichen Intelligenz und Herdentrieb aus, um sich der übermächtigen Kraft zu stellen? Kenia. Der brutale Kampf zwischen Pavianen und Löwen. Kenia, eine riesige Region, in der die Natur die wildesten und ungezähmtesten Seiten Afrikas bewahrt. Die Savannengraslandschaften erstrecken sich bis zum Horizont, wo Himmel und Erde zu verschmelzen scheinen. Doch hinter dieser Schönheit verbirgt sich ein endloser Kampf ums Leben. Ein Kampf zwischen Raubtieren und Beutetieren, zwischen Leben und Tod. Hier haben alle Lebewesen einen starken Überlebensinstinkt. Von den riesigen Herden afrikanischer Elefanten, die sich langsam über die Grasflächen bewegen, bis hin zu den agilen Impalas, die stets auf jede Bewegung um sie herum achten. Hoch oben kreisen jagende Adler und beobachten mit ihren scharfen Augen jede noch so kleine Bewegung. In Kenia ist jeder Tag ein neues Kapitel im Kampf ums Überleben. Die Schwachen können nicht überleben. Aber auch die Starken, wie zum Beispiel Löwen, können es sich nicht leisten, ihre Wachsamkeit zu verlieren. Ein einziger Fehler bei der Jagd kann für das gesamte Rudel den Hungertod bedeuten. Dies ist ein Ort, an dem sich alle Arten, ob riesig oder winzig, ständig anpassen, kämpfen und überleben müssen. Denn in Kenia vergibt die Natur niemandem etwas. Mitten in der weiten kenianischen Savanne, wo das Leben jede Stunde auf die Probe gestellt wird, gibt es eine Primatenart, die sich weder durch ihre Größe noch durch ihren Rang unter den Raubtieren auszeichnet, zu den intelligentesten, widerstandsfähigsten und strategischsten Tieren gehört. Kapuzineräffchen. Diese Art, deren wissenschaftlicher Name Papio anubis lautet, lebt normalerweise in großen Herden von mehreren Dutzend bis zu über 100 Individuen. Jede Herde ist wie eine Miniaturgesellschaft organisiert, in der Macht, Rollen und Beziehungen klar festgelegt sind. Das Alpha-Männchen ist das stärkste Tier und nicht nur für die Führung verantwortlich, sondern auch für den Schutz und die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Gruppe.
Paviane sind Allesfresser. Während der Regenzeit finden sie leicht Nahrung: Früchte, Wurzeln, Insekten und Vogeleier. Aber wenn die harte und grausame Trockenzeit kommt, geht alles zu Ende. Dann setzt der Überlebensinstinkt mit aller Macht ein. Es wurde beobachtet, dass Gruppen von Kapuzineräffchen sogar Antilopenkälber angreifen, um ihre Ernährung mit Proteinen zu ergänzen, was unter Primaten ungewöhnlich ist. Was Kapuzineräffchen aber auch so besonders macht, ist nicht ihre Jagdfähigkeit, sondern ihre hohe Intelligenz und ihr starker Gemeinschaftssinn. Sie haben ein komplexes System von Alarmrufen entwickelt, um jede Art von Gefahr zu erkennen, sei es Löwen, Tiger oder Raubvögel. Wenn sie bedroht werden, geraten sie nicht in Panik und fliehen einzeln, sondern versammeln sich sofort und koordinieren ihre Verteidigung. Und wenn die Gefahr nicht von der Natur ausgeht, sondern von ihren Artgenossen. Früh am Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen noch nicht durch den Nebel drangen, suchte eine Herde Nuru, eine Gruppe von hundeähnlichen Affen, am Rande der Savanne nach Nahrung. Die Luft war still, nur das Rascheln der Blätter und leises Zwitschern war zu hören. Die Affenbabys klammerten sich an den Rücken ihrer Mütter und schauten neugierig zum Himmel. Plötzlich tauchte Jengos Herde, eine Gruppe aus dem Norden, aus dem Dickicht auf. Sie näherten sich nicht zufällig. Sie drangen in das Revier ein, und sie wussten es. Sofort stieß der Alpha-Männchen der Nuru-Herde einen warnenden Schrei aus. Sein graues Fell sträubte sich und er fletschte bedrohlich seine scharfen Zähne. Die gesamte Herde versammelte sich schnell und bildete einen Verteidigungsring mit den Jungen in der Mitte. Die Luft war so gespannt wie die Saite eines Instruments. Dann stürzte sich ein junges Männchen aus Jengos Rudel nach vorne. Schreier durchdrangen die mörkenliche Stille. Der Kampf brach aus. Die Szene versank in Chaos. Danach zog sich Jengos Rudel zurück.
Die kurze, aber intensive Konfrontation war vorbei. Nurus Rudel hatte sein Revier verteidigt, aber sie wussten, dass es zu solchen Konfrontationen wiederkommen würde. Wenn die Regenzeit beginnt, erwacht die Savanne zu neuem Leben und die Hundekopfaffen treten in die Paarungszeit ein. Eine angespannte Zeit, in der Instinkt und Kraft aufeinanderprallen. Die Weibchen werden mit deutlichen Anzeichen läufig. Der Bereich um ihr Hinterteil schwillt an und rötet sich. Nach der Befruchtung haben die Weibchen eine Tragzeit von etwa 6 Monaten. Sie gebären an abgelegenen Orten, meist ein Jung pro Wurf. Die Babys klammern sich in den ersten Wochen an ihre Mütter und lernen nach und nach zu beobachten, zu klettern und inmitten der Gefahren zu überleben. Von Geburt an beginnt für jedes Baby ein hartes Trainingsprogramm, um eines Tages in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten und den endlosen Kreislauf des Überlebens in der wilden Savanne fortzusetzen. Die kenianische Savanne erlaubt keinem Lebewesen, seine Wachsamkeit zu verringern. Nicht einmal den Pavianherden, die für ihre Intelligenz und Organisation bekannt sind. Trotz ihrer Gerissenheit und ihrer Fähigkeit, ihre Verteidigung zu koordinieren, werden sie ständig von der furchterregenden Silhouette des Raubtiers an der Spitze der Nahrungskette verfolgt: dem Löwen. Der Löwe Panthera leau ist eines der sozial am besten organisierten Raubtiere unter den Großkatzen. Er lebt in Rudeln, die in der Regel aus 5 bis 15 Individuen bestehen, darunter mehrere dominante Männchen, verwandte Weibchen und Jungtiere. Obwohl sie als Könige bezeichnet werden, wird der Großteil der Jagd im Rudel von den Löwinnen übernommen. Dank ihrer kräftigen Beine und ihres athletischen Körpers erreichen sie auf kurzen Strecken Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Da sie dieses Tempo jedoch nicht lange durchhalten können, müssen sie den Überraschungsmoment, das Gelände und die Zusammenarbeit des Rudels ausnutzen. Die Nahrung der Löwen ist sehr vielfältig und reicht von Zebras und Antilopen bis hin zu Büffeln. Manchmal werden aber auch Affen, wenn sie einen Fehler machen oder isoliert sind, zur Beute. Das Besondere an der Welt der Löwen ist nicht nur ihre Jagd, sondern auch die Art und Weise, wie sie ihre Revier verteidigen. Dominante Männchen patrouillieren in der Regel an den Grenzen und markieren sie mit Gerüchen und Lauten.
Wenn ein Fremder das Revier betritt, insbesondere ein anderes männliches Löwen, kommt es zu einem Kampf auf Leben und Tod. Nicht nur um das Rudel zu schützen, sondern auch um das Recht auf Fortpflanzung zu bewahren. Ob agile Paviane oder mächtige Löwen, in Kenia ist niemand unbesiegbar. Mit jedem Tag muss jedes Individuum zwischen Kämpfen, Abwarten oder Verschwinden wählen. Obwohl Löwen eine große Bedrohung für Affen darstellen, gibt es ein anderes Tier, das noch leiser und unberechenbarer ist, still lebt und die kleinste Unachtsamkeit seiner Feinde ausnutzen weiß: der Leopard. Ist der Löwe ein mächtiger Krieger in der Savanne, so ist der Leopard ein Killer im Schatten, schnell, lautlos und tödlich. Für Affen sind sie die stille Angst vor jemandem, der von oben kommen kann oder direkt von hinten. Der Leopard Panthera pardus ist eine große, sehr anpassungsfähige Raubkatze, die in ganz Afrika verbreitet ist. Er zeichnet sich durch sein hellgelbes Fell mit schwarzen Flecken aus, das ihm eine perfekte Tarnung im Gras und im Schatten der Bäume ermöglicht. Ausgewachsene Leoparden wiegen zwischen 30 und 70 Kilogramm. Sie sind kleiner als Löwen, aber viel stärker und beweglicher. Sie sind Meister im Klettern und ziehen ihre Beute oft auf Bäume, um Raubtieren wie Hyänen und Löwen zu entkommen. Leoparden wissen auch, wie sie das Gelände zu ihrem Vorteil nutzen können, indem sie Schluchten, Dickichte und schwaches Licht zum Verstecken nutzen. Sie jagen allein und verlassen sich dabei auf den Überraschungsmoment und ihre Schnelligkeit, die auf kurzen Strecken bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen kann. Im Gegensatz zu Löwen, die meist in der Dämmerung jagen, sind Leoparden den ganzen Tag über sehr aktiv, insbesondere in den Abendstunden, wenn Primaten ihre Wachsamkeit verringern. Leoparden ernähren sich sehr abwechslungsreich, von Antilopen und Hasen bis hin zu jungen Affen. Sie gehen selten direkte Konfrontationen ein, sondern warten erst auf den richtigen Moment und greifen dann schnell an. Am Nachmittag scheint die Sonne durch die kenianische Graslandschaft. Eine Herde Django-Affen bewegt sich am Waldrand entlang. Hinter ihnen spielen junge Affen. Alles scheint friedlich. Aber zwischen dem sonnenverbrannten Gras beobachtet ein Paar Augen die Szene. Ein alter, hungriger und geduldiger Leopard liegt auf dem Boden und verschmilzt fast mit den Schatten. Er wartet schon seit Stunden. Ein kleiner Affe bleibt zurück.
3 Meter, 2 Meter. Doch bevor der Leopard zuspringen kann, entdeckt ihn ein Männchen aus der Herde. Ein Brüllen ertönt. Die gesamte Herde ändert ihre Haltung. Die Männchen starten einen Gegenangriff. Der Leopard muss sich zurückziehen, so leise wie er gekommen ist. Diesmal gewinnt der Affe. Aber für ihn bedeutet Niederlage nicht Kapitulation. Er hat es nicht eilig. Leoparden leben allein. Sie müssen ihre Beute nicht teilen und wollen nicht, dass jemand ihre Fehler sieht. Er hat Zeit. Das Sonnenlicht wurde milder. Die Schatten wurden länger über die Graslandschaft. Der Leopard verließ das Dickicht und kehrte in die offene Savanne zurück, wo eine Herde Impalas unter den niedrigen Akazienbäumen graste. Sie waren das perfekte Ziel. Klein, sehr wachsam, aber sie neigten dazu, sich in einer Gruppe zu bewegen, und wenn sie sich trennten, wurde einer von ihnen zu einer leichten Beute. Der Leopard duckte sich, kroch langsam durch das hohe Gras und nutzte den Wind, um seinen Geruch zu verbergen. Die Ohren waren gesenkt, der Schwanz lag dicht am Boden. Jeder Schritt war präzise berechnet. Es gab kein Brüllen, es gab kein Schleifen. Der Leopard schnappt sich seine Beute und verschwindet. Er schleppt den Kadaver des Impalas zu einem schrägen Baum und legt ihn zwischen zwei hohe Äste weit weg von Raubtieren. Dort, in der Dämmerung, beginnt er seine Mahlzeit in Stille, ohne Ruhm, ohne zu teilen, aber genug, um bis zum nächsten Tag zu überleben. Als die Sonne aufging, wurde die Savanne glühend heiß und die Flüsse wurden zu Zufluchtsorten für alles Leben. Am Ufer schwammen afrikanische Otter sanft umher und jagten in Gruppen mit einer präzisen Strategie Fische, wobei ihre Quietschlaute über die Wasseroberfläche hallten.
waren weder groß noch wild, aber sie hatten etwas, das selbst die stärksten Tiere fürchteten: Zusammenhalt. Unter der ruhigen Wasseroberfläche gleitet ein Krokodil lautlos auf die Otter zu. Es bewegt sich heimlich und hinterlässt nur kleine Wellen und einen gefährlichen Geruch in der Luft. Die Otter spüren es. Eine von ihnen schreit auf. Die ganze Gruppe versammelt sich. Es gibt keine Angst, nur Aktion. Überwältigt zieht sich das Krokodil aus dem Wasser zurück und das Gebiet gehört wieder den Ottern. In Ostafrika, wo Staubwolken aus der Savanne auf den ungetrübten Himmel treffen, bewahrt Kenia noch immer die wildesten und authentischsten Teile des Planeten. Ein Land, in dem das Leben niemals schläft. Wo jeder Sonnenaufgang ein neues Kapitel zwischen Raubtier und Beute ist, zwischen Tod und Fortpflanzung. Hier erzählen alle Geräusche, von den leisen Schritten einer Elefantenherde über das Brüllen eines Löwen bis hin zum Blick eines im Gras versteckten Leoparden, Geschichten, die über das Tierreich hinausgehen. Es ist die Geschichte des Instinkts, der Anpassung und des außergewöhnlichen Gleichgewichts der Natur. Aber dieses Gleichgewicht ist fragiler denn je. Der Klimawandel verändert den Regenzyklus, der einst das Land nährte und nun verspätet oder gar nicht mehr antrifft. Wasserquellen verstiegen. Flüsse schrumpfen und hinterlassen Risse in der Erde und Spuren im Verhalten der Tierarten. Der Mensch, der seit Tausenden von Jahren mit der Natur koexistiert, ist nun zu einer großen Herausforderung geworden. Wälder werden abgeholzt, Graslandschaften besetzt und Arten, die einst Kenia beherrschten, stehen vor einer schweren Entscheidung: fliehen, sich anpassen oder verschwinden. Beim Naturschutz geht es nicht nur um das Aussterben zu verhindern. Es geht darum, dass die morgendlichen Rufe der Kapuzineräffchen nicht verstummen. Es geht darum, dass Otter weiter in den Gewässern schwimmen können, in denen ihre Vorfahren seit Jahrhunderten leben. Es geht darum, dass wir jedes Mal, als ein Leopard durch das Gras streift, vor Erstaunen den Atem anhalten. Es bedeutet, dass Kenia Kenia bleibt, nicht nur in Erinnerungen oder Dokumentarfilmen.
Denn wenn diese Lebewesen verschwinden, nehmen sie nicht nur sich selbst mit, sondern auch einen Teil von dem Leben, von dem wir Menschen abhängig sind. Die Zukunft Kenias ist nicht weit entfernt. Sie liegt in unseren Entscheidungen. Entscheiden Sie sich für den Schutz. Entscheiden Sie sich für das Zusammenleben. Entscheiden Sie sich dafür, das wilde Herz des Planeten weiter schlagen zu lassen. In Alaska gibt es nicht nur Schnee und kalten Wind. Es ist auch ein Land, in dem der kurze Sommer ebenso hart ist und alle Lebewesen von Bären über Adler bis hin zu Schneefüchsen jeden Tag um ihr Überleben kämpfen müssen. Alaska. Das Land der Überlebenskämpfer. Der Nordwind heult über die schneebedeckten Berggipfel, wo alte Kiefern still in den kalten Nebel getaucht sind. Am silbergrauen Himmel gleitet ein Weißkopfseeadler durch die Lüfte und beobachtet still die Welt unter sich. Unter ihm verraten Fußspuren im Schnee die Anwesenheit mächtiger Lebewesen, die an der letzten Grenze der Natur herrschen. Alaska ist nicht nur ein eisiges Land, sondern auch eine lebendige Bühne für wilde Symbole, die eine wundersame Überlebenskraft in sich tragen. Sie sind nicht nur Tiere, sie sind lebende Legenden. Am frühen Morgen schlummert der Kena-Welt noch. Die Oberfläche des Flusses glitzert im schwachen Sonnenlicht und eine Schule roter Lachse taucht aus dem eiskalten Wasser auf und beginnt ihre Überlebensreise flussaufwärts. Und wie es das strenge Gesetz der Natur will, liegen die Raubtiere bereits auf der Lauer. Vom anderen Ufer kommt ein Grizzlybär, dessen nasses Fell das silberne Licht reflektiert. Fast 3 Meter groß, wenn er aufrecht steht, schwer, aber beweglich, wirkt er wie ein wandelnder Muskelberg. Es ist ein ausgewachsenes Männchen, ein Einzelgänger mit einem großen Revier und voller Stolz. Er nähert sich an das Ufer, sucht sich einen hohen Felsvorsprung als Aussichtspunkt. Sein kalter Blick gleitet über das Wasser, wo ein kleinerer Grizzly auf Fischjagd ist.
kein Fremder. Es ist derjenige, den er in der vergangenen Saison aus seinem Revier vertrieben hat. Aber dieses Jahr ist der junge Bär gewachsen. Er ist stärker geworden. Und jetzt weicht er nicht zurück. Beide Bären brüllen, nicht um sich zu erschrecken, sondern um sich zu provozieren. Der alte Bär trat vor, seine Krallen kratzten laut auf dem Felsen. Der junge Bär verließ den Fluss, stand ihm gesträubtem Fell und weit aufgerissenem Maul gegenüber. Das Blut kochte in ihm aus seinem Herrschaftsinstinkt. Schließlich wich der alte Bär zurück, keuchte und ließ die Schultern hängen. Er drehte sich um und zog sich in den Wald zurück. In Alaska ist der Thron nicht für Schwache bestimmt. Und jeder Kampf wird tief in die Erinnerung der Berge und Wälder eingraviert. Die Oberfläche des Alaska River erstreckt sich wie ein riesiger Spiegel, der den silbergrauen Himmel des hohen Nordens widerspiegelt. Das Wasser fließt ruhig, kleine Wellen schlagen sanft gegen das Ufer. Die Luft ist klar, kalt und von Wildnis durchdrungen. Aus der Höhe gleitet eine Gestalt mit fast 2,5 Metern Flügelspannweite lautlos dahin, schmeidig wie Seide, verbunden mit einem schmeidigen und ruhigen Körper. Das dunkelbraune Gefieder kontrastiert mit dem schneeweißen Kopf, die scharfen, goldfarbenen Augen. Es ist ein Weißkopfseeadler, das höchste Symbol des Himmels über Alaska. Er fliegt langsam und geräuschlos. Jeder Flügelschlag ist sanft und entschlossen, als wäre die Luft etwas, das ihm vertraut ist. Unter ihm schwimmen ein Schwarm Lachse dicht unter der Wasseroberfläche. Ihre Schuppen glitzern wie Metall, ohne zu ahnen, dass der Tod sie still beobachtet. Plötzlich schlug der Adler mit den Flügeln. Er stürzte wie ein Pfeil herab, durchquerte die Luft in Sekundenschnelle, streckte seine goldenen Beine aus und öffnete seine scharfen Krallen. Mit einem präzisen Sprung tauchte er ins Wasser ein und schon war er wieder in der Luft. Diesmal mit einem Fisch in den Krallen. Kein Schrei, keine Verfolgungsjagd. Nur kalte Präzision, wie ein stiller Killer in der unendlichen Weite des Weltalls.
Er fliegt zu den hohen Baumwipfeln, wo sein Nest sicher in den Wolken liegt. In der Ferne tropft Schnee von den Ästen und fällt klatschend auf die Oberfläche des Flusses. Aber in der Welt der Adler ist alles still, majestätisch und von absoluter Schönheit. In Alaska gibt es diejenigen, die mit Muskelkraft herrschen. Und dann gibt es diejenigen wie ihn, die mit einem einzigen Blick den Himmel beherrschen. Der kalte Wind des Frühsommers weht über die Tundra und bringt den Geruch von Moos, Schlamm und Spuren einer jahrhundertelangen Reise mit sich. Am Horizont steigt eine dünne Staubwolke auf, aber es ist kein Schneesturm, sondern die Spuren tausender Tiere, die sich gemeinsam fortbewegen. Alaska-Rentiere, die weitesten wandernden Säugetiere der Welt. Sie laufen unermüdlich. Ihre schlanken, aber ausdauernden Beine tragen sie über morastigen Boden, Gletscher und niedrige Gebirgsketten. Jedes Tier legt auf seiner Wanderung bis zu 5000 Kilometer zurück, um frisches Gras zu finden, Waldmücken zu entkommen und an einem Ort mit möglichst wenig Raubtieren zu kalben. Sowohl die Männchen als auch die Weibchen besitzen ein paar verzweigte Geweihe, was in der Welt der Hirsche und Rehe selten ist. Die Geweihe der Männchen jedoch sind größer, wie trockene Äste gebogen und bereit für Kämpfe in der Brunftzeit. Ihr Fell wechselt mit den Jahreszeiten. Im Winter ist es grau-weiß, im Sommer hellbraun. Das holle Fell hält die Wärme und lässt sie beim Überqueren von Flüssen auf dem Wasser schwimmen. Plötzlich wird es am Flussufer lebhaft. Hunderte von Rentieren springen hintereinander in das eiskalte Wasser, tauchen unter, aber bleiben stabil und schwimmen mit großen Schwanzbewegungen zum anderen Ufer. Von oben sieht es aus wie ein lebender Strom. Tausende von Lebewesen verschmelzen mit der Natur, unerschütterlich und still. Rentiere kämpfen nicht mit Klauen oder Reißzähnen. Ihre Waffe ist ihr Wille, ein Instinkt, der seit der Eiszeit in ihren Genen verankert ist. In der öden Wildnis im Norden Alaskas, wo der Boden nur aus Felsen, Moos und vom Wind verbranntem Gras besteht, schreiten Maschusochsen, auch Musk Ox genannt, still voran. Still, aber voller Kraft gehören sie zu den ältesten Lebewesen, die die Eiszeit überlebt haben. Ihr dichtes Fell reicht fast bis zum Boden und besteht aus 2 Schichten, die ihnen helfen, Temperaturen von mehreren Minusgraden zu überstehen. Ihre kleinen Augen unter der runden Stirn sind hinter einem Paar scharfer, steil nach oben gebogener Hörnern versteckt. Der kurze Sommer hier bringt nicht nur frisches Gras mit sich. Er bringt auch etwas mit, das stärker ist als der Sturmwind, die Paarungszeit.
2 erwachsene Männchen lösen sich von der Herde. Sie brauchen nicht zu brüllen. Ein Blick genügt. Nur das Rauschen des Windes über der Ebene begleitet das älteste Ritual der Tierwelt, das Kopfstoßen. Es herrscht Stille. Dann stürmen die beiden wie 2 gepanzerte Wagen gleichzeitig aufeinander zu. Bäm! Ein trockener Knall ertönt, als würde ein Felsbrocken zwischen den Bergen explodieren. Die Köpfe stoßen zusammen, die Hörner treffen aufeinander. Der heftige Aufprall lässt beide taumeln, Schnee und Staub wirbeln auf. Aber sie halten nicht inne. Sie ziehen sich zurück und stürmen erneut aufeinander zu. Und noch einmal. Mit ihrem ganzen Körper, ihrer Geschwindigkeit und ihrem Gewicht rammen sie sich gegenseitig ein. Dies war nicht nur ein Kampf um die Kinder. Es war eine Prüfung der Stärke, der Tapferkeit und des Ansehens, die darüber entschied, wer das Recht hatte, in der Mitte der Herde zu stehen. Nach vielen Stößen taumelte ein Männchen. Es senkte den Kopf und zog sich dann still zurück, ohne Widerstand zu leisten. Der Sieger hob den Kopf. Blut tropfte aus seiner Nase, aber seine Augen brannten immer noch vor Stolz. Auf diesen kalten, öden Ebenen haben Bisons keine Klauen oder Zähne. Sie haben Hörner. Sie sind ausdauernd. Und sie geben sich keinem Sturm geschlagen. Unter dem dichten Blätterdach am Ufer des Yukon, wo das Sonnenlicht nur durch die Blätter scheint, bewegen sich schwarze Schatten. Es sind keine versteckten Raubtiere, sondern ein warmherziger Anblick in der wilden Natur. Eine Schwarzbärin führt ihr Junges auf der Suche nach Futter. Der nordamerikanische Schwarzbär, Ursus americanus, ist die häufigste Bärenart des Kontinents. Er ist kleiner als der Braunbär, aber dennoch groß und kräftig. Ausgewachsene Tiere wiegen durchschnittlich 100 bis 200 Kilogramm, sind jedoch sehr gute Kletterer und Schwimmer und haben einen extrem empfindlichen Geruchssinn, der 7-mal so gut ist wie der eines Haushundes. Obwohl sie Schwarzbären heißen, kann ihr Fellfarbe von tiefschwarz über braun bis hin zu hellgelb variieren. Der Sommer in Alaska ist eine kurze Zeit des Lebens und der Fortpflanzung und auch die Zeit, in der die Bärenmütter ihren Jungen das Überleben beibringen. Die kleinen Bären folgen ihnen wackelig auf den Fersen und spielen unter ihren Müttern. Ein
neugieriges Jungtier stößt mit der Schnauze gegen einen Busch. Ein anderes tippt mit den Pfoten auf kleine Steine am Bachrand, unter denen sich unter einer dicken Moosschicht Ameisen, Regenwürmer und Insektenlarven verstecken. Die umgedrehten Steine klappern im Wald. Das ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Lektion in Überleben. Schwarzbären sind Allesfresser. Sie ernähren sich von Früchten, Insekten, Fischen und sogar Tierkadavern, von allem, was ihnen Nahrung liefert. Anders als ihr träges Äußeres vermuten lässt, können sie bei Bedarf bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell laufen und sind besonders wachsam, wenn ihre Jungen in der Nähe sind. In den Wäldern Alaskas, wo Leben und Tod jeden Schritt begleiten, gibt es Geschichten, die nicht vom Kampf handeln, sondern vom Erhalten, Führen und Wachsen. Auf einem schneebedeckten Feld schleicht eine kleine Gestalt lautlos umher, ein Polarfuchs, Vulpes lagopus. Sein dichtes, weißes Fell lässt ihn fast mit dem eisigen Hintergrund verschmelzen und schützt ihn vor der bitteren Kälte von bis zu minus 50 Grad Celsius. Der Fuchs bleibt stehen und spitzt die Ohren. Ein undeutliches Geräusch dringt aus dem dichten Schneeteppich. Ohne zu zögern springt er in die Luft und taucht mit einem perfekten Sprung kopfüber in den Schnee ein. Als er wieder auftaucht, hat er seine Beute bereits im Maul. Obwohl klein, ist der Polarfuchs ein Meister des Überlebens. Er jagt mit seinem Gehör, frisst bei Bedarf Aas und legt Dutzende von Kilometern zurück, um zu überleben. Im Sommer gräbt er Höhlen in den vergorenen Boden, um seine Jungen aufzuziehen. In einer Gegend, die dem Schwachen keine Gnade kennt, ist der Polarfuchs nicht laut, nicht auffällig, sondern existiert still, ganz im Sinne des Geistes der Eis- und Schneeregion. Auf dem eisigen Meer vor der Küste Alaskas, wo das Wasser zu treibenden Eisschollen gefroren ist, bewegt sich eine riesige weiße Gestalt lautlos. Es ist kein Eisberg, sondern ein Eisbär, das größte Landraubtier und absoluter Herrscher der Polarregion. Mit einer Körperlänge von bis zu 3 Metern und einem Gewicht von über 600 Kilogramm ist der Eisbär Ursus maritimus nicht nur ein Symbol für Kraft, sondern auch eine perfekt für die raue Umgebung konzipierte Überlebensmaschine. Eine dicke Fettschicht unter der Haut hält die Wärme. Das hohle Fell hilft ihm, auf dem Wasser zu schwimmen und die Kälte abzuhalten. Und seine großen Pfoten fungieren wie Ski auf dem Eis. Auf einer Eisscholle führt eine Bärin ihre beiden Jungen, deren Fell so weich und weiß wie Neuschnee ist. Alle 3 bewegen sich zwischen den Eisschollen, um nach Spuren ihrer Beute, den Robben, zu suchen, die in dieser Welt, in der Nahrung extrem knapp ist, ihre einzige Lebensgrundlage darstellen. Mit ihrer empfindlichen Nase
folgt die Bärenmutter dem Geruch von altem Blut oder den schwachen Spuren der Robben, die aus den Löchern im Eis aufsteigen. Wenn sie entdeckt, liegt sie stundenlang reglos da und bewegt sich nur, wenn ein leises Atmen unter dem Eis zu hören ist. Und wenn der richtige Moment gekommen ist, zerschlägt sie mit einem kräftigen Schlag ihrer Vorderpfoten das dünne Eis und tötet ihre Beute mit ihren scharfen Zähnen in Sekundenschnelle. Aber dieser Ort ist nicht für einen Einzelnen reserviert. Ein ausgewachsener männlicher Bär nähert sich, größer, hungrig und allein. Er bedroht nicht nur die Nahrungsquelle, sondern auch die Jungtiere, da männliche Bären manchmal die Jungen des anderen Geschlechts töten, um die Weibchen zur erneuten Paarung zu veranlassen. Die Bärenmutter bemerkt ihn. Sie brüllt, richtet sich auf und sträubt ihr Fell. Der Bär weicht nicht zurück, brüllt zurück und stürmt vor. Ein Kampf entbrennt auf dem Eis. Schließlich zieht sich die Bärenmutter zurück, um ihre beiden Jungen in Sicherheit zu bringen. Sie ziehen weiter, ohne anzuhalten. Denn in der Arktis darf selbst der Stärkste nicht stehen bleiben. In dieser eisigen Region, in der die Sonne nur wenige Wochen im Jahr scheint, sind Eisbären nicht nur ein Symbol für Stärke, sondern auch ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit, die Mutterliebe und den reinsten Überlebensinstinkt der Natur. Die Oberfläche des Nordpazifiks ist spiegelglatt. Große Eisschollen treiben auf den kalten Meeresströmen. Auf einem flachen, breiten Eisblock liegt eine Seehund und sonnt sich. Sie ahnt nicht, dass sich unter der Wasseroberfläche eine schwarze Gestalt nähert. Lautlos und tödlich, ein Killerwal. Nicht umsonst wird diese Fischart als Killer der Meere bezeichnet. Obwohl sie bis zu 8 Meter lang und über 5 Tonnen schwer sind, bewegen sich Orcas fast vollständig geräuschlos. Ihr schwarz-weißes Fell täuscht das Auge und hilft ihnen, sich im tiefen Wasser zu verstecken. Der Wal ist nicht allein, 3 weitere Tiere folgen, einer organisierten Jagdgruppe und arbeiten wie ein Spezialkommando zusammen. Sie stürzen sich nicht sofort auf ihre Beute, sondern umkreisen die Eisschollen, um heimlich die Windrichtung, die Strömung und die Position ihrer Beute auszukundschaften.
Jagd endet ohne Fehler. Das ist kein wildes Instinktverhalten. Es ist Strategie, soziales Zusammenwirken und ein Beweis für die hohe Intelligenz dieser Meeresräuber. Als die Wale sich umdrehten und davonschwammen, kehrte wieder Ruhe auf der Meeresoberfläche ein. Aber darunter schwammen die ultimativen Raubtiere still weiter und warteten auf den nächsten Moment, um zuzuschlagen. Der Wind wehte wieder durch die alten Kiefernwälder und schlängelte sich durch die mit weißem Schnee bedeckten Bergschluchten. Auf der schmelzenden Eisfläche des Flusses breitete ein Weißkopfseeadler seine Flügel aus und flog in Richtung des strahlenden Sonnenuntergangs am Horizont. Unter der Erde schläft eine Bärenmutter mit ihren Jungen tief in ihrer Höhle. Rentiere ziehen leise durch die Tundra, Rehe kuscheln sich in ihr warmes Fell und Polarfüchse gleiten spurlos durch den Schnee. Auf dem Meer verstecken sich Tilawale geduldig unter den Wellen, klug und kalt wie der Ozean, der sie ernährt. Alaska ist kein Ort für Schwache. Es ist eine Bühne für Mut, Kampf, Evolution und Mutterliebe. Jedes Lebewesen hier, ob klein oder groß, ist eine Note in einer eisigen Symphonie ohne Worte, die zwischen dem weißen Schnee und dem kalten Meer widerhallt. In einer Zeit, in der sich die Welt täglich verändert, leben die wilden Symbole Alaskas weiter, kämpfen und verteidigen die ursprünglichsten Werte des Lebens auf diesem Planeten.